Heute gibt es einen Balkan-Klassiker, für den ihr keine exotischen Zutaten und auch nicht viel Geld benötigt, auch wenn sie sehr edel und schick aussehen. Und auf Bosnisch sagen wir auch Rubini. Los geht's mit meinem Grundrezept für Mürbeteig, denn wir brauchen viele kleine runde Plätzchen. Zur weichen Butter gebe ich Puderzucker und etwas Vanille dazu, eine Prise Salz, Orangen- und Zitronenabrieb und das Ganze wird erstmal kurz cremig gerührt. Es folgen die Eigelbe und schlussendlich portionsweise das Mehl. Mürbeteig niemals zu lange kneten, denn sonst wird er warm und die Butter bzw. das Fett trennt sich von den anderen Zutaten und der Teig wird nichts. Mit dem Kneten hört ihr auf, sobald sich ein weicher, aber kompakter Teig gebildet hat. Danach teilt ihr ihn auf 2 Hälften und jede wickelt ihr in etwas Frischhaltefolie ein. Den Teig stellt ihr jetzt für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, gerne auch über Nacht. Danach braucht ihr den ausgekühlten Teig, einen Ausrollstab und am besten einen Ausstecher mit einem Durchmesser von 4 cm. Den Teig am besten in mehrere Stücke brechen und jedes Stück mit der Hand ein wenig erwärmen, danach auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auf ca. 3 bis 4 mm Dicke ausrollen. Jetzt stecht ihr möglichst viele Kreise aus. Legt die Kreise mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech und vergesst nicht auch die Reste wieder zusammenzukneten, am besten wieder in etwas Frischhaltefolie zu wickeln und für 15 bis 20 Minuten kühl zu stellen. Je kühler der Mürbeteig ist, umso besser werden später eure Plätzchen und umso leichter lässt er sich bearbeiten. Das erste Blech wandert schon mal in den Ofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 bis 12 Minuten. Behaltet die Kekse immer im Auge, denn jeder Backofen ist anders und es reicht, wenn sie nur einen ganz leicht gelben Rand bekommen, ansonsten sollten sie hell bleiben. Nach dem Backen wartet ihr ein paar Minuten, bis sie nicht mehr ganz so heiß sind, nehmt sie vorsichtig vom Blech herunter, dreht sie um und legt sie auf ein Tablett zum Auskühlen und in der Zwischenzeit bereiten wir die Füllung vor. Zu den gemahlenen Nüssen, ich habe eine Mischung aus Hasel- und Walnüssen verwendet, gebe ich jetzt noch dazu etwas Vanille, Rumaroma und Zucker. Jetzt kommt die Milch dazu, allerdings schlückchenweise, also nicht auf einmal hineinkippen, denn je nach Nusssorte oder Mahlgrad kann es sein, dass ihr den einen oder anderen Milliliter weniger oder mehr als ich benötigt. Das Ergebnis ist eine Füllung, die cremig ist, aber auch kompakt und das sieht man daran, wenn ich sie jetzt umfülle in den Spritzbeutel, seht ihr das, wie die Füllung hier hineingekippt wird und zack! Da rinnt nichts. Auf der Hälfte der Plätzchen verteilt ihr jeweils einen Tupfen von dieser Füllung. Verwendet dabei nicht zu viel, denn sonst quillt das Ganze seitlich heraus und es wird einfach eine unschöne Sache und ist auch ein bisschen schwierig zum Handhaben später, wenn es um Marillenmarmelade und Kokos geht. Also verwendet die Füllung lieber sparsam, dann nehmt ihr die andere Kekshälfte, drückt das Ganze schön zusammen und habt ein kleines Keks-Sandwich für den Anfang. Sind alle Plätzchen befüllt, könnt ihr sie kühl stellen für 15 bis 20 Minuten und danach fahrt ihr fort mit dem Feinschliff. Dafür erhitzt ihr etwas Marillenmarmelade ohne Stückchen und bereitet Kokos vor. Je flüssiger die Marmelade, umso leichter wird euch der nächste Schritt fallen, denn jetzt schnappt ihr euch die Keks-Sandwiches und rollt bzw. wendet sie in der Marillenmarmelade, allerdings nur die Ränder. Ihr könntet die Ränder auch mit Hilfe eines Messers bestreichen, aber ich persönlich finde diese Methode viel praktischer. Danach landet das Ganze im Kokos und zwar zunächst die Ränder und dann auch die Unterseite. Achtet nur darauf, dass die Oberseite und zwar die Mitte davon immer schön sauber bleibt, denn da landet später der rote Rubinklecks.
Nach dieser doch relativ anstrengenden Wellnesskur für unsere Plätzchen landen sie auf einem mit Backpapier belegten Tablett. Und zum Schluss braucht ihr noch etwas heiße rote Marmelade. Ich habe hier Erdbeermarmelade verwendet. Die habe ich umgefüllt in einen kleinen Spritzsack und damit mache ich quasi das i-Tüpfelchen auf unserem Plätzchen. Wenn sie fertig sind, solltet ihr sie für 1 bis 2 Stunden kühl stellen, damit auch die Marmelade an der Oberfläche schön fest wird. Und jetzt dürft ihr genießen und im Anschnitt sehen sie folgendermaßen aus. Weitere Infos rund um die Lagerung der Plätzchen, aber auch ein geschriebenes Rezept findet ihr auf meinem Blog www.hanumakocht.at und den Link findet ihr wie immer in der Infobox und auch in den Kommentaren.